Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Ich stelle euch heute meine Summer Beauty Favorites vor, also alles das, was ich jetzt gerade um diese Jahreszeit gerne benutze. Und wir fangen an mit den Haarprodukten. Und zwar habe ich da zwei Produkte, die ich schon relativ lange benutze. Das eine ist das Damage Control Brilliant Spray von Aveda. Das ist dieses hier. Und da ich in letzter Zeit ganz gerne meine Haare mal glätte, ist das das perfekte Spray dafür. Man macht das in die trockenen Haare rein, vorher tut das ein bisschen einarbeiten und kann dann mit dem Glätten beginnen, ohne dass die Haarstruktur dann zu stark beansprucht wird, weil das im Prinzip so eine Art Film drüber liegt. Also es riecht ganz leicht nur und ist sehr ergiebig. Also ich benutze das jetzt schon 2 Jahre und habe hier jetzt erst ganz wenig eigentlich von benutzt. Es ist vor allem für den Hitzeschutz der Haare und funktioniert also sehr gut. Und wenn ich dann fertig bin, also sprich die Haare geglättet habe oder auch geföhnt habe, egal wie, dann benutze ich von Aveda das Dry Remedy Öl. Und dieses Öl, wie seht ihr das? So, ist auch super klasse. Es riecht ein bisschen, aber sehr angenehm, wie ich finde. Man nimmt 2, 3 Tropfen in die Hand, arbeitet es dann in die Spitzen ein oder eben dann auch noch die Reste so oben. Das verhindert im Grunde genommen, dass die Haare so fusselig aussehen, gibt den Haaren eben so ein bisschen Feuchtigkeit und Nährstoff rein. Und ja, das ist eben ein super schönes Öl. Das ist auch sehr ergiebig. Das ist jetzt ungefähr zur Hälfte schon verbraucht und ist auch bestimmt schon 2 Jahre alt. Also man braucht da sehr, sehr wenig von und es hat aber einen sehr großen und sehr schönen Effekt. Weiter geht's mit der Rubrik Pflegeprodukte und da habe ich tatsächlich per Zufall was Neues entdeckt. Wir waren ja jetzt gerade letztes Wochenende wieder in Norwegen gewesen und ich hatte eine Creme mir in Frankreich in der Apotheke gekauft, die hatte ich noch nie benutzt, habe mir die mitgenommen. Und die hat extrem parfümiert gerochen, das mochte ich gar nicht. Also musste ich mir eine neue Creme kaufen. Ich habe mir dann von Bare Minerals 2 Produkte gekauft. Und ich benutze da ja schon die Feuchtigkeitscreme relativ lange. Aus der Serie hatte ich jetzt aber noch nichts. Und habe jetzt dort das Skin Longevity Serum. Das ist dieses hier. Seht ihr das? So. Genau. Das gekauft, das ist ein Serum, wie gesagt, das ist so mit Kräutern drin und dieses Serum, ich bin eigentlich kein großer Serum-Fan, weil mir das eigentlich schon fast wieder zu viel ist, das ist wirklich ein Gamechanger. Also ich benutze das jetzt seit einer Woche und ich habe das Gefühl, mein Hautbild hat sich so extrem verändert, also allein schon von der Haptik her, also wenn man drüber fühlt, es ist viel glatter, es ist kaum noch also es gibt gar keine Unterlagerungen mehr und gar nichts. Fühlt sich sehr weich an, also das ist wirklich ein tolles Produkt. Ich bin ganz happy, dass ich das entdeckt habe. Und zu diesem Serum habe ich dann noch die Ageless Phytoretinol Face Cream mir dazu geholt. Das ist hier so eine kleine Ausgabe dieser Creme, also es sind 15 Gramm da drin, was für mich jetzt in dem Fall perfekt war, weil ich es ja erstmal ausprobieren wollte und mir jetzt keine riesen Creme kaufen wollte und die ist auch wirklich toll. In Zusammenhang mit diesem Serum ganz fantastisch, zieht sehr schnell ein, ganz eben ein bisschen nur Geruch und ein sehr angenehmer Geruch, aber so gut wie gar nicht riechbar im Prinzip, also keine wirklichen Parfümstoffe drin. Und diese 2 Produkte sind jetzt eine Neuentdeckung gewesen und mit denen bin ich sehr, sehr zufrieden und bin ganz begeistert. Und was natürlich beim Sommer auch immer noch dazu kommt, sind 2 Produkte, die wichtig sind. Das eine ist vor allem hier Sonnenschutz. Und da nehme ich immer etwas von La Roche-Posay. Das ist immer ein Sonnenschutz mit 50 plus. Ich habe teilweise in meiner Foundation ein 30er SPF drin. Und es kommt auch immer darauf an, ob ich mich jetzt ziemlich viel draußen aufhalte oder ob ich jetzt, wenn ich den ganzen Tag in meinem Büro drin sitze, benutze ich jetzt keinen Sonnenschutz explizit. Aber sobald ich draußen bin oder ein bisschen mehr in die Sonne komme, benutze ich auf jeden Fall einen 50er SPF, dann eben auch Dekolleté, Arme und so weiter. Also ich gehe regelmäßig zur Hautkrebsvorsorge und habe da auch echt, sage ich mal, Respekt davor, dass dann irgendwas mal entdeckt wird und deswegen ist dieses Sonnenschutzthema schon sehr wichtig.
Viele werden sich erinnern, die vielleicht auch so in meiner Generation groß geworden sind. Da hat man sich ja gerne nochmal an den Strand geknallt mit Tiroler Nussbaumöl und hat auch den einen oder anderen Sonnenbrand mitgenommen. Ist natürlich heutzutage irre. Und deswegen versuche ich jetzt also durch den Sonnenschutz, wenn ich rausgehe, das größtenteils zu vermeiden, dass da irgendwie zu einer Irritation der Haut durch die Sonne kommt. Weil man jetzt aber vom Übergang vom Winter in das Frühjahr bzw. in den Sommer auch nicht aussehen will wie der letzte Käsetroll und ich tatsächlich kein wirklich gutes Händchen habe mit Selbstbräunern, weil ich tatsächlich das nie hinkriege, dass es irgendwie streifenfrei wird, habe ich im letzten Jahr etwas entdeckt, das ist von Clarins und das sind so Self-Tan-Tropfen. Also das ist dieses hier. Und von diesen Tropfen macht man 3, 4, je nachdem, muss man mal gucken, das muss man so ein bisschen selber rausfinden, in seine Tagespflege rein morgens. Verreibt es mit der Creme und trägt es dann aufs Gesicht auf. Also das ist jetzt vor allem fürs Gesicht, sieht man ja schon, die Größe ist relativ klein. Wenn man das jetzt für den Körper benutzen würde, wäre das ruckzuck leer und dafür ist es definitiv zu teuer. Aber das führt dazu, dass man nach 2, 3 Tagen so eine leichte Bräunung bekommt. Also Bräunung ist wahrscheinlich auch übertrieben, aber ein bisschen freundlicheren Teint, weil das tatsächlich nur ganz eben so ein bisschen wirkt, aber dann auch eben sehr natürlich ist und man sich ganz so käsig aussieht. Also diese Tropfen, die sind tatsächlich auch eine schöne Entdeckung von mir im letzten Jahr gewesen und die habe ich dieses Jahr auch wieder benutzt. Das ist also so ganz eben, dass man ein bisschen mehr Farbe ins Gesicht bekommt. Das wäre es jetzt von der Pflegeseite. Und weiter geht's mit Make-up bzw. Foundations. Und da ist es so, das ist ja hier diese Bare Mineral Complexion Rescue Creme. Die habe ich euch ja jetzt schon mehrfach vorgestellt. Das ist eben, wie gesagt, so eine Art getönte Tagescreme. Für mich für jeden Tag nutzbar. Aber es ist eben so, wenn ich jetzt mal eine Veranstaltung habe oder irgendwie ein bisschen mehr machen möchte als so ein klassisches Tages-Make-up, dann ist mir diese Foundation tatsächlich ein bisschen zu schwach. Und ich habe 2 Foundations mir in diesem Jahr gekauft. Das eine ist von MAC Studio. Das ist diese hier, Water Weight. Und die hat auch ein 30er SPF drin. Wobei ich sagen muss, dass die wirklich nicht so toll ist. Also da habe ich mich tatsächlich so ein bisschen verkauft. Diese Foundation hat hier solch eine Pipette, wie man sieht. Und also diese Pipette funktioniert überhaupt nicht gut. Also ich bin nicht in der Lage, die ordentlich zu bedienen, aber ich glaube, ich habe die Skills schon dafür. Also es ist so, wenn man die am Anfang einmal drückt, dann zieht es ja das Produkt nach oben und dann drückt man es wieder auf den Pinsel. Dann kommt was raus und bei allen anderen funktioniert es dann aber irgendwie nicht mehr. Das nächste ist, man tropft irgendwie alles damit voll. Also diese Pipette ist richtig blöd. Die finde ich ganz, ganz schlecht. Und die Foundation ist zwar feuchtigkeitsspendend, aber ich mag das auf der Haut auch nicht wirklich, weil sie sich kaum einarbeiten lässt in die Haut. Also ich trage es mit dem Pinsel auf und trotzdem hat man immer die ganze Zeit, oder ich habe dieses Gefühl, dass die Foundation die ganze Zeit noch so oben auf der Haut drauf liegt. Und das finde ich ein unangenehmes Gefühl. Also man hat die ganze Zeit das Gefühl, da ist jetzt irgendwie hier noch Creme auf der Haut. Also ich benutze sie jetzt ab und an mal, aber es war definitiv ein Fehlkauf. Und was eine wirklich tolle Foundation ist und die leider auch ein bisschen hochpreisiger ist, aber toll funktioniert, ist diese hier. Und zwar ist das die Vitalumière Aqua von Chanel. Und die hat eine SPF 15 drin, also relativ wenig im Prinzip. Ist auch von der Größe her relativ klein, also die hat hier jetzt 30 Milliliter. Die ist aber wirklich sehr, sehr schön aufzutragen. Die ist leicht parfümiert, aber sehr angenehm. Also man trägt es mit den Händen auf, die zieht sehr schnell ein und hat auch eine etwas höhere Deckkraft und ist eben sehr, sehr angenehm auf der Haut. Also fühlt sich so richtig samtig auf der Haut an, zieht so schnell ein und ja, also das ist eine ganz tolle Foundation, aber wie gesagt, die ist eben recht hochpreisig. Aber bis jetzt habe ich noch keine bessere gefunden tatsächlich. So, und dann gibt es noch eine Entdeckung, die ich jetzt gemacht habe, und zwar ist das hier, das ist vom Benefit, der 24 Stunden Brow Setter.
Das ist ein klares Gel und hier dran ist dann so ein Bürstchen und damit kann man dann die Augenbrauen praktisch in Form bürsten, bevor man die dann weiter bearbeitet. Und das hält wirklich sehr, sehr gut und ist auch angenehm. Ist jetzt auch nicht so, dass man das Gefühl hat, man hat hier irgendwie Gel oder so Klebzeug in den Augenbrauenhärchen hängen. Also die funktioniert sehr gut. Man bürstet damit die Augenbrauen in Form und arbeitet dann weiter. Lässt das so einen kurzen Moment antrocknen. Also vom Benefit ist das und das ist wirklich ein tolles Produkt. Dann habe ich benutze ja relativ selten Lidschatten. Also ich benutze meistens Kajal, aber selten Lidschatten. Aber das hier, das ist von Armani, ist ein Lidschattengel. Das hat hier auch so ein Bürstchen. Und das hat nur so ein ganz, also es ist fast, also diese Farbe hier, das ist jetzt die Nummer 11. Die ist im Prinzip ist die fast hautfarben, hat aber so ein bisschen so ein Glow, so ein Schimmer. Und da trägt man nur ganz wenig Produkt drauf aufs Augenlid und nimmt dann so einen größeren Pinsel, um das einzuarbeiten. Und das finde ich ist gerade im Sommer ganz schön, weil es die Augen noch mal so ein bisschen strahlen lässt. Und wenn man dann mal ein bisschen mehr als nur Wimperntusche benutzen will, ist das ein schönes Produkt. Dann habe ich noch 2 neue Lippenstifte in meinem Portfolio. Das eine ist von Victoria Beckham, ein Lippenstift. Und der sieht einfach ganz, ganz fantastisch aus vom Packaging her. Fühlt sich auch ganz toll an. Und das ist jetzt hier so ein Mauve-Ton, den habe ich jetzt auch gerade drauf. Das ist die Nummer, das ist die Farbe Jump. Ich verlinke euch alle Sachen, die ich euch jetzt hier vorstelle, auch unten nochmal in der Infobox. Was toll ist an den Victoria Beckham Lippenstiften ist, dass sie zwar einerseits, das ist jetzt nicht so toll, recht hochpreisig sind, aber sie haben eine wunderbare Qualität. Also sie sind fast wie so eine Art Lippenbalm. Sie riechen nicht und ja, sind sehr angenehm auf der Lippe und halten auch sehr lange und geben eben viel Feuchtigkeit auch ab. Und ein weiterer Zugang in der Lippenpflege ist für mich dieser hier von Linique. Und das ist Plush Pop in der Farbe 23. Der ist jetzt so ein bisschen mehr so ein Rosenholzton, also etwas heller als der Beckham Lippenstift. Aber ein toller Lippenstift für jeden Tag, weil es eben ein ganz natürlicher Ton ist und auch sehr pflegend auf den Lippen ist. So, und dann kommen wir schon zu den letzten 2 Produkten, die ich euch noch vorstellen wollte. Und das eine ist ein Produkt zum Abschminken. Das ist ein reinigendes Pflegeöl von Caudalie. Und zwar ist das mit Rizinus und Süßmandelöl. Der Vorteil von diesem Öl ist ganz klar, dass man im Prinzip auf den Augen-Make-up-Entferner verzichten kann. Also das Öl funktioniert so, dass man sich 2, 3 Pumpstöße auf die Hand macht, es verreibt und aufs trockene Gesicht aufträgt. Und dann auch natürlich nicht dolle reiben, aber eben auch auf die Augen. Der Vorteil ist, es brennt überhaupt nicht in den Augen und ich habe eigentlich relativ empfindliche Augen und bin auch Kontaktlinsenträger. Also Kontaktlinsen würde ich jetzt natürlich vorher rausmachen. Und dann arbeitet man das Öl ins Gesicht ein und spült es dann mit Wasser ab und dann geht tatsächlich auch die Wimperntusche und alles mit ab. Und damit hat man nur ein Produkt und das riecht so recht natürlich, also eigentlich so gut wie gar nicht parfümiert. Und hält auch sehr lange, weil man eben nur ganz wenig davon braucht. Das funktioniert also sehr gut zum Abschminken abends. Und dann, was ich auch noch ganz wichtig finde für den Sommer, ist ein gutes Körperpeeling, weil man ja doch dann öfter irgendwie rasiert. Und bevor man dann eingewachsene Härchen hat, ist es ja wichtig, dass man ab und an mal peelt. Und da habe ich auch von Caudalie, ist das so ein Crushed Cabernet Scrub. Das ist das hier. Ich habe es jetzt eigentlich schon so gut wie aufgebraucht. Ich benutze das ungefähr 2-mal die Woche unter der Dusche. Es riecht so ein bisschen speziell, also es ist nicht richtig parfümiert, es riecht so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, gesund. Also so ein bisschen, man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen, es ist jetzt aber nicht irgendwie dramatisch oder irgendwie eklig oder so. Und was es hat, wenn man jetzt mal reinguckt, das sieht man wahrscheinlich jetzt nicht so gut, es hat so lauter so kleine schwarze Pünktchen drin, sieht fast aus wie so Mohnkrümel. Und diese Krümel, also diese Mohnpünktchen, sage ich jetzt mal, es ist kein Mohn, das ist irgendwas von der Traube, aber die da drin sind, da muss man so ein bisschen gucken, weil es in der Dusche eben auch so ein bisschen zur Sauerei führt. Also man muss dann eben gut abduschen, die Dusche, weil überall diese Krümelchen dann rumfliegen.
Aber wie gesagt, es ist ein tolles Peeling, weil es auch ein recht sanftes Peeling ist. Es ist auch ein bisschen rückfettend, also jetzt nicht dramatisch, aber eben sehr angenehm. Also wenn man jetzt nicht zu extrem trockener Haut neigt, kann man das Peeling auch benutzen, ohne sich danach nochmal einzucremen. Und ja, das ist also mein Body Peeling für den Sommer vor allem, von Caudalie auch. Und das wären jetzt also meine liebsten Beauty-Produkte für den Sommer. Und ich hoffe, es hat euch so ein bisschen gefallen und vielleicht habt ihr die eine oder andere Ergänzung, die ihr gerne in die Kommentierungen noch reinschreiben könnt von Produkten, die ihr gut findet oder die für euch ein Gamechanger für den Sommer sind. Und dann wünsche ich euch erstmal eine schöne Sommerzeit und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.